Der Höhepunkt der gesamten Saison für mich ist hier in Monza, meiner absoluten Lieblingsstrecke. Hier werden Geschwindigkeitsrekorde gebrochen, über 340 Sachen, 350 Sachen sogar, wenn ich möchte. Auf Start und Ziel, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Hier unten auf die kmh-Anzeige achten. Wir sind jetzt schon bei 350, 54. Der Motor platzt fast schon aus allen Nähten. Und wenn hier nicht eine Rechts-Links-Kombination gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen höher schießen können mit der Geschwindigkeit. Also guck mal. Ich möchte mich auch mal nebenbei bedanken bei euch für die ganzen hilfreichen Tipps, was so ERS-Sparen anbetrifft und warum ich so langsam bin und so weiter. Da haben ein paar Leute mir sehr, sehr hilfreiche Tipps gegeben. Die werde ich versuchen auch umzusetzen. Also ich muss auf das ERS zum Beispiel auch darauf achten, dass ich das spare, weil je weniger ERS ich habe, desto langsamer bin ich, glaube ich, auch, hatte ein Zuschauer geschrieben. Und ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Also ich hoffe, dass ich darauf achte, dass ich das ERS nicht einfach wahllos einsetze, so wie jetzt hier im Blitz-Qualifying. Das kann ich eigentlich machen, das ist ja eh nur eine Runde. Aber dass ich dann im Rennen so ein bisschen drauf gucke. Auch hier 350 km/h ist ja Wahnsinn. Ich muss aufpassen, dass ich hier das Auto nicht verliere. Ja, aber es sieht wirklich gut aus. Und ich rechne mir durchaus einen Sieg aus, beziehungsweise das Podium im besten Fall, je nachdem wie der Start verläuft. Leclerc kommt nämlich nochmal ran. Das wird jetzt nochmal ganz, ganz eng. Leclerc ist nämlich vorne. Ja, auch nochmal schön rein in die letzte Kurve. Und jetzt will ich nicht wieder durchgereicht werden. Zweiter, dritter Platz. Das wäre aber auch das höchste der Gefühle. Komm, vierter ging auch gerade noch, aber dann muss es auch okay sein. Vierter Platz, zweite Startreihe, völlig okay. Das wird aber in Kurve 1 ein heilloses Durcheinander. Ich bin gespannt, wer da halt durchkommt. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ganz, ganz knappe Kiste. Max Verstappen ist auch nicht auf der 1, aber der hat auch nur 0,103 Rückstand. Also es wird sehr, sehr spannend. In Kurve 1, haltet euch fest, schnallt euch nochmal zusätzlich fest. Los geht's. Dann geht's los. Aus Startreihe 2 hinter Lando Norris, Verstappen und Charles Leclerc auf der 1. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kurve 1. Wie wir hier wegkommen. Eigentlich ganz gut. Besser als Max Verstappen, der hat nicht so einen guten Start erwischt. Jetzt aufgepasst. Oh, ganz rechts kommt noch ein Aston Martin. Achtung, Kurve 1. Kurve 1, sehr, sehr riskant, sehr, sehr spannend. Achtung. Oh, da prescht Lando Norris rein. Aber ist doch völlig okay, hätte ich auch gemacht. Aber ich kriege natürlich die Verwarnung, weil ich wahrscheinlich auf der Ideallinie war. So, ich werde jetzt ein bisschen mit ERS versuchen zu pushen, aber nicht da, wo es halt nicht sein muss. Also hier in dem Abschnitt benutze ich es nicht. Vielleicht auf der langen Geraden, um mich da so ein bisschen von hinten oder hier von Lando Norris los zu eisen. Und dann hat jetzt Leclerc erstmal das Zepter vorne in der Hand, aber ich hoffe nicht lange. Weil wir haben eigentlich ein gutes und ein schnelles Auto. Ey, ich kann es nur nochmal sagen, der Leistungsvergleich, der spielt uns eigentlich voll in die Karten rein. Aber was nützt uns dieser scheiß Leistungsvergleich, wenn wir halt immer wieder durchgereicht werden und immer wieder stetig überholt werden. Aber jetzt fahren wir erstmal 5 Runden nur, dann wechseln wir schon auf die Mediums. Ich bin gespannt, was die anderen für eine Strategie haben. Die werden wahrscheinlich das gleiche machen. Ja, wir ziehen schon mal so ein bisschen weg, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem ERS so haushalten kann, wie ich das gerne möchte. Oder wie das halt in den Kommentaren mir als Tipp gegeben wurde, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ich bin immer froh, wenn ich hier zusätzliche Tipps irgendwie bekomme. 1,22. Das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und genau das ist jetzt halt wichtig. Vorne an Leclerc dran zu bleiben. Hier Kurve 1. Irgendwie schneller und sicherer durchfahren. Dann haben wir nämlich auch hier ein bisschen Luft. Dann können wir hier auch so 1-2 Sekunden, ja okay, nicht so viel, 0,12 Sekunden gut machen. Ich glaube, das ist ein Zehntel, ne? Die erste Stelle nach dem Komma war immer Zehntel oben, Mann. Ey, ich war in Mathe bei solchen Themen auch öfter Kreide holen. Ich glaube, ein Zehntel ist das. Achte auf das Untersteuern im Windschatten des vorausfahrenden Autos. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Los, los! Ja, ich bin noch 1,5 Sekunden hinten. Was wollt ihr eigentlich? Auf jeden Fall schon mal eine schnellere Rundenzeit, natürlich. Ich versuche natürlich auch hier im Windschatten zu bleiben, aber wenn ich so weit hinten bin, dann nützt mir auch der beste Windschatten nichts. Ja, Norris wird jetzt gleich gecatcht von Verstappen. Das wird jetzt gleich auf Start und Ziel ganz schön heikel. So, hier muss ich jetzt auch mich mit ERS verteidigen. Ich will jetzt nicht überholt werden. Aber ich muss das mal wirklich beobachten. Wenn wir weniger ERS haben, na gut, da ist wahrscheinlich auch die Leistung mit dabei und die Power. Und wenn das natürlich leer ist, ich müsste auf die Balken ein bisschen öfter achten, dann könnte es natürlich sein, dass wir hier weniger
Leistung haben, aber ich muss vorne ran. 1:22:01, Lando Norris, oh, da kommt er. Oh. Schön eingesagt. Verstappen kommt auch. Mal gucken, was Lando Norris jetzt macht. Oh, Vorsicht, der geht in die Eisen. Muss höllisch aufpassen, stark bremsen. Dann kriege ich wieder von Verstappen eine rein, aber ich kriege keine Verwarnung, ne? Nein, ich bin es diesmal nicht. Aber das war klar, da hatten wir keine Chance. Ich hab kein DRS bekommen und McLaren hat auch einen starken Motor. Und auch generell ein starkes Auto. Ich weiß nicht, ob es ein Update gegeben hat irgendwie. Ein kleiner Patch im Training ist mir so ab und zu das Lenkverhalten ein bisschen negativ aufgefallen, will ich nicht sagen. Es war ein bisschen beschwerlicher. Vielleicht ist es aber auch hier so. So, und jetzt bin ich gespannt. Mit DRS. Norris kriegt nämlich kein DRS. Und wir kommen auf jeden Fall rein. Ja, mit Windschatten, mit DRS. Wir entfernen uns hinten Piastri gegen Verstappen. Oh, Vorsicht, die hohen Curbs. Das war gefährlich gerade. Schön abgehoben. Wie damals, wer war es denn? Jacques Villeneuve. In Australien. Ich weiß gar nicht, wie man darauf gefahren ist. Das war noch Anfang der 2000er. Da ist sogar Michael Schumacher noch aktiv gefahren. War da in seiner Hochzeit. Ich glaube, in Australien war das mal. So, jetzt der nächste Versuch, Norris direkt wieder einzuholen. Norris ohne DRS, glaube ich, oder? Ja, sieht so aus. Mal gucken, ob wir hier rankommen mit 330 km/h. Oh, das wird ganz knapp. Ja, er macht die Tür auf. Ja, dankeschön. Dann ziehe ich hier vorbei. Achtung, Norris, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, lass uns beide heile. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Und Alonso sehe ich gerade ist auf Mediums unterwegs. Das heißt, er könnte eventuell der Sieger aus der Boxenstopp-Strategie sein. Vielleicht bleibt er länger draußen. Also er wird länger draußen bleiben, wenn er Mediums hat. Ansonsten verstehe ich das nicht. Dann hätte er auch mit Softs starten können. Aber ich glaube, das wird so sein. Das wird so passieren. Achtung, meine Reifen. Das kommt dann natürlich auch mit dazu. Aber wir sind da, wo ich gerne sein möchte, auf dem Podium. Das habe ich als Ziel ausgegeben. Klar, ein Sieg wäre natürlich echt geil, aber dazu müssen wir halt Leclerc viel stärker gepusht bekommen. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Oh, Achtung, Norris. Ja, jetzt mache ich mal den Norris hier. Und wenn ich jetzt stark in die Eisen gehen würde, der würde mir so hinten drauf fahren. So, aber jetzt spätestens hier, beziehungsweise auf Start und Ziel, wird er wieder vorbeiziehen. Das wird jetzt noch ein Hin und Her. Und Verstappen ist auch ganz schön durchgereicht worden. Der ist nicht mehr Vierter, nicht mehr Fünfter. Wahrscheinlich hinter Piastri, so aufgepasst. Jetzt müsste ich eigentlich DRS kriegen, weil ich war vor der weißen Linie hinter ihm. Ah, oder war das hier die DRS-Linie? Nee, ne? Doch, das war die DRS-Linie. Schade. So, oh, jetzt kommt Alonso auch noch mit dazu. Oh, Jungs, was mache ich? Ich ziehe jetzt links rüber. Oh, Norris riskiert das gerade noch. Nicht vor Kurve 1. Vorsicht. Schön rein, auf der Ideallinie bleiben. Oh, ich finde die Lenkung irgendwie ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, ob das nur auf der Strecke jetzt hier so ist. Aber irgendwie lenkt sich das Ding ein bisschen schwerer. So, aber jetzt bin ich gespannt. Was bringt der Boxenstopp, wenn mein Team das irgendwie hinkriegt? Und bitte einen schnellen Boxenstopp. Also das kannst du hier in 2,2 Sekunden schaffen, in der vorgegebenen Zeit. Auch wieder zu weit rausgekommen, habe ich die Kurve auch nicht ideal bekommen. Also das mit der Lenkung hier, das gefällt mir gar nicht. Vielleicht ist da automatisch was umgestellt worden. Lässt sich aber nicht so geschmeidig lenken wie in den letzten Grand Prix. Ja. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Mach mir schon mal eine Pizza bereit. Für den Boxenstopp, der dauert dann bestimmt wieder etwas länger. So, hier gebe ich auch nochmal ERS, dass ich jetzt möglichst mit den besten Bedingungen reinfahren kann. Mal gucken, wer noch reinfährt. So, ich nehme mal an, entweder Norris oder Piastri. Leclerc geht auch schon rein. Achtung, hier geben wir nochmal ein bisschen Gas. Oh, Vorsicht. Natürlich abrupt auf 80 km/h hier runtergebremst. So, komm. Ein guter, schneller Boxenstopp. Ohne Probleme. Würde ich mir wünschen. 2,5 Sekunden hätte ich noch ein bisschen gewartet. Komm. Jawohl. Sehr, sehr gut. Hinter Leclerc. Oh, wer ist das denn? Achso. Das war Ocon. Ich dachte jetzt, wir wären hinter einem Alpine rausgekommen. Aber hinter Leclerc ist okay. Das könnte uns sogar in die Karten spielen. Verstappen war auch schon in der Boxengasse. Wir sind näher rangekommen an Leclerc. Und der wird vorne Probleme kriegen, wenn die anderen ihn aufhalten. So, jetzt der zweite Teil von diesem Monster Grand Prix. 4,5 Sekunden auf Verstappen. Wie gesagt, der wurde ganz schön durchgereicht. Wir können nicht zulassen, dass sie uns zu lange aufhalten.
Versuchen wir also, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Ich gebe alles. Los. Ich gebe alles, darf aber natürlich nicht zu riskant fahren. Will aber natürlich die Chance nutzen, wobei vorne, die jetzt vor Leclerc sind, die werden halt alle jetzt reinfahren. Das sind jetzt noch 10 Fahrer. Ich glaube, die werden jetzt allesamt reingehen. Das ist quasi die zweite Hälfte. Aber wir bleiben jetzt erstmal dran. Ich mache mal kein ERS, sondern versuche mit DRS hier ranzukommen. Und dann gucke ich mal, ob der besagte Hinweis und der besagte Tipp auch so funktioniert. Wenn ja, dann habe ich die Strategie für die nächsten Rennen auf jeden Fall gefunden. So, hier versuchen schön im Windschatten zu bleiben. Ich bleibe ja auch dran. Ja, 0,887. So, jetzt die Boxenausfahrt. Die wird sehr, sehr entscheidend sein. 64%. Also ich glaube, wenn so 60% aufgeladen sind, da kann ich auch ein bisschen Vollgas geben. Zumindest auf der langen Geraden hier. Das muss ich. Ich muss hier alles raus und guckt euch das an. 360, der Motor platzt gleich. Oh Gott. Boah. 360 km/h. Leck mich am Arsch. Fast aufgebraucht. Ja, ist ja bei 24%. Der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Aber ihr habt gesehen, ey, wenn man DRS, ERS und den Windschatten noch dazu hat, 360. Wir waren zwischenzeitlich auf 360 km/h. Wenn du da dein Auto in echt verlierst und, boah, darfst du gar nicht drüber nachdenken, da bist du weg. Da bist du weg vom Fenster, das überlebst du nicht, ey. 360 km/h, dann... Ja, außer mit viel, viel Glück und vielen Schutzengeln an der Seite. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Aber das kannst du nicht verantworten. So, wir gucken mal. Wir haben Piastri auf 3, Alonso 4. mit harten Reifen, Verstappen auf 5 mit 6,3 Sekunden Rückstand. Wir haben 5 Sekunden Vorsprung, also ein sehr, sehr guter Boxenstopp. Und wir beide kämpfen wohl um Platz 1 hier. Leclerc und ich. Und wir haben die besseren Karten, würde ich sagen, weil wir halt DRS haben, weil wir den Windschatten wieder bekommen. Aber ich muss auf den Motor aufpassen. Ich hätte gerade gerne mal die Temperatur vom Motor gesehen. Bei dieser Sequenz, das wäre... Ja, glaube ich, sehr heiß gewesen. Oder es ist eh schon heiß. So, jetzt wieder DRS, ERS. Und jetzt versuche ich vorbeizuziehen. Jetzt bin ich näher dran. Jetzt gucken wir mal unten drauf. Wir schließen zum Vordermann Jawohl, auf. und hopp. Die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Und das ERS wird ausgeschaltet. Ich komme ran. 345 sind wir jetzt mittlerweile. Super, du hast das Ziel erreicht. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Oh, die Kurve war nicht gut. Ja, ich bin ein bisschen zu spät gebremst, aber ich habe es geschafft. Führung übernommen. Jetzt geht's ans Verteidigen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das besser hinkriegen als Leclerc, aber er wird wahrscheinlich auch wieder vorbeiziehen. Ich hätte wahrscheinlich noch mal ein paar Runden hinter ihm bleiben müssen. Hier Sektor 2, das ist nicht so ganz mein Freund. Damit komme ich nicht so ganz zurecht. Vor allem der Abschnitt hier, da komme ich immer zu weit nach links raus. Aber ansonsten super. Also wie gesagt, ich mag Monza wirklich sehr. Das ist meine absolute Lieblingsstrecke. Danach folgt eigentlich schon Belgien direkt dahinter, obwohl das ein bisschen ein etwas längerer Rundkurs ist, aber es geht mir gar nicht um die Länge. Es kommt nicht immer auf die Länge an. That's what she said. Oh, Achtung. Es kommt nicht auch auf die Fahrweise hier an. Das war gerade nicht so gut. Und jetzt nutzt natürlich Leclerc das Ganze aus. Obwohl, ich gebe mich hier noch nicht geschlagen. Mit ERS kann ich nämlich mich verteidigen. Muss ich. Ich muss ERS anhaben. Oh, fuck, auf gleicher Höhe hier. Oh, oh, oh. So, und jetzt auf Start und Ziel muss ich ihn vorbeilassen. Ja, ich muss hier ERS ein bisschen... Obwohl, ich versuche mich zu verteidigen mit allem, was ich habe. Oh, Leclerc, ja, das schaffe ich nicht. Ich versuche trotzdem im Windschatten zu bleiben. Fährt ganz rechts raus. Dann fahre ich links raus und versuche später zu bremsen. Oh, was mache ich hier? Das ist zu riskant, aber ich habe es geschafft. Und Platz 1 ist wieder zurück. Achtung. Nicht, dass er durchzieht. Also ein hammerhartes... Starkes, spannendes Rennen, ja, und er ist schon auf 54%. Nee, das wird nicht klappen. Aber ich habe ja gesagt, ich will es ja gerne mal ausprobieren, ob, wenn man das ERS weniger benutzt, ob man wirklich auch dann schneller bleibt. Weil das war ja, glaube ich, auch, ich kann es ja nur nochmal wiederholen von einem Nutzer, der Kommentar, dass man dann dadurch auch schneller wird und auch schnell bleibt, wenn man nicht das ERS komplett auf den Kopf haut. So, Verstappen aus dem Top 5 raus. Was ist denn da los? Der liefert sich wahrscheinlich mit Lando Norris einen Zweikampf. Und bei uns ist es Leclerc. Achtung, der muss hinter uns bleiben. Bitte, ja. Dann haben wir auch gleich nur noch 3 Runden. So, ERS sparen, sparen, sparen für die lange Gerade. Wir haben ja noch 2 Runden Zeit. Boah, das wird aber knapp. Aber wir sind auf jeden Fall... Ich habe das Gefühl, schneller auf jeden Fall. Also wir können...
uns besser verteidigen als in den letzten Rennen. Gut, Belgien mal ausgenommen. Hätte ich das vielleicht in Ungarn auch so gemacht? Ja gut, da kann ich nichts machen. Da ist er wieder vorbei, aber es ist okay. Jetzt haben wir wieder den Vorteil. Ich würde aber gerne überholen. Ach, wir sind doch bei 54%. Schön. So, und jetzt bleibe ich weiter hinten dran. Wir haben jetzt 69, 68, 70%. Alonso und Piastri streiten sich ums Podium. Norris und Verstappen um Platz 5. Und ich muss jetzt gucken. Ich glaube, spätestens dann in der letzten Runde natürlich muss ich ihn irgendwie überholen. Vielleicht schaffe ich es aber vorher schon. Wenn ich jetzt hier dran bleibe. Es sei denn, Leclerc holt noch mal ein bisschen was aus sich raus. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Kraft der noch übrig hat. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder mit DRS. Und wir machen das gut. Wir haben bei 75% jetzt unser ERS, 77%. Das ist natürlich sehr gut. Das lädt sich durch den Windschatten und dadurch, dass wir es nicht benutzen, natürlich sehr stark wieder auf und haben quasi fast 100%. Also das ist bislang das beste ERS-Management. Natürlich auch, Gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. weil ich jetzt ein bisschen mehr darauf achte, durch die Tipps und so weiter. Da freue ich mich natürlich. Oh, wir können am Ende des Rennens nochmal richtig schön Meter machen. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ich bleibe jetzt nochmal extra hinter ihm, dass ich DRS bekomme. Und mit ERS robbe ich mich ran. Mache ich es jetzt, deaktiviere ich und jetzt mit DRS vorbei an Leclerc. Ein bisschen ERS muss ich einsetzen. So, und das war's. Und mehr nicht. Und dann bleiben wir nämlich bei 50%. Meine Reifen will ich gar nicht angucken. 2 Runden jetzt noch. Also es geht hier... Ah, Tsunoda. Ach, ich habe gar nicht auf die Karte geguckt. Ist ausgeschieden auf der Geraden vor der Haarnadel. Die hat auch einen bestimmten Namen. Das weiß ich. Ich weiß, dass das einen bestimmten Namen hat. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Da waren es also nur noch 19. Also es geht hier um Platz 1. Genau das, was ich wollte. Zur Not werde ich Zweiter. Aber ich will natürlich jetzt auch gewinnen, wenn ich vorne bin. Schnellste Rundenzeit schaffe ich nicht mehr. Die hat Lando Norris. Und dann wird es Verstappen auch immer enger vorne. Und Piastri 3. Alonso auf der 4. Achtung, Achtung! Ja, irgendwo Tsunoda. Der steht hoffentlich nicht mehr auf der Strecke. Wäre natürlich ein Skandal. So, hier gebe ich jetzt ein bisschen ERS. Da steht er natürlich. Ja, da winkt einer mit der gelben Flagge. Ist der Dortmund-Fan. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Sehr schön. Gab es noch irgendwo eine Sache? Ne, das war das mit Tsunoda. So, vorletzte Runde. Jetzt wird gepusht hier mit ERS. Muss ich machen auf der langen Geraden und dann nochmal schon für die letzte Runde. So ist jetzt eigentlich der Plan. Aber jetzt fliegt Leclerc ran. Da kommt er. Oh, der kommt mit ganz großen Schritten. Ein bisschen aufmachen. Ihm die Hoffnung geben und dann gleich wieder zumachen. So, hier, da geht man immer ein bisschen hoch. Oder da hopst man immer so ein bisschen hoch mit dem Auto. Oder springt so leicht hoch. Ein ganz, ganz spannendes Duell jetzt hier. Wenige Kilometer vom Ziel. Und ich würde so gern hier gewinnen. Das wäre, glaube ich, der zweite Sieg in Folge, ne? Belgien? Ah, ne, ich glaube, Sandford war dazwischen. Oder bei Belgien, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, wir landen auf jeden Fall auf dem Podium. Das war das allererste Ziel, was ich hatte, auf dem Podium zu landen. Und dann den Sieg. Aber Leclerc kommt. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn nochmal vor... Achtung, Achtung, oh. Der rote Pfeil wollte nicht weggehen. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn nochmal vorbeilasse, damit ich DRS bekomme und dass ich quasi... Ja, oder ich spare jetzt auf der langen Gerade und ich setze ERS dann nochmal ein. Klingt wie eine Pokémon-Attacke. Ich setze das dann nochmal auf den Schlussmetern hier ein, dann hätte ich es eigentlich perfekt getimed. Also ich lasse ihn jetzt vorbei. Los, letzte Runde. Mache aber trotzdem ERS hier an, dass ich nicht so viel verliere. Und will aber trotzdem links an ihm vorbei, wenn ich das schaffe. Oh, das wird ganz eng. Aber Mr. Risiko macht seinem Namen wieder alle Ehren. Oh, Vorsicht. Jetzt muss ich dann alles raushauen. Spätestens, wenn die erste DRS-Zone anfängt, oder die zweite, dann muss ich alles ERS verwenden. Dann muss ich mich nochmal auf der langen Geraden verteidigen und dann habe ich es. Wenige Kilometer. Es war ein gutes Rennen. Eine gute Strategie gehabt. Auch Glück gehabt. Oh, Vorsicht. Hier keine Abkürzung riskieren. Leclerc war mein stärkster Konkurrent von vornherein. Guten Start erwischt. Ja, Verstappen hat auch wieder ein semi-gutes Rennen gefahren. So, das muss ich jetzt überstehen hier.
Hier würde ich es auch nochmal riskieren. ERS, nee, ich brauche es jetzt. Ich brauche es, um mich genau gegen diese Angriffe zu verteidigen und ich ziehe durch. Wenn ich durchziehen kann, ziehe ich durch. Ihr kennt mich mittlerweile. So, das ist jetzt die letzte heikle Strecke hier. Der letzte heikle Abschnitt. Leclerc kommt nochmal ran. Ich ziehe jetzt zeitgleich mit ihm rüber und er wird es nicht schaffen. Nee, und dann wird hoffentlich der Sieg bei mir bleiben. Komm, 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 die letzten Meter nochmal nicht überholen lassen. Das wäre jetzt echt bitte auf den letzten Zentimetern. Aber wir schaffen es. Wir gewinnen. Auf meiner absoluten Lieblingsstrecke. Jawohl. Yes, yes, yes! Lasst was hören, Leute! Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Hier wurde die freie Fahrt optimal genutzt und kein Wagen in den Windschatten gelassen. Was für ein Sieg hier in Monza. Am Ende des Tages sehen wir einfach nur das Ergebnis, nämlich einen Rennsieg. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Aus Fahrersicht ist es nämlich nicht einfach, die schwierigen Umstände zu überwinden, die heute im Rennen herrschten, Sascha. Das ist keine Kleinigkeit. Und es zeugt von großer Reife und innerer Stärke. Und das kann man für sich nutzen, um sein Selbstvertrauen für den Rest der Meisterschaft weiter zu stärken. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich auch verdient. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Also extrem starkes Rennen erstmal von George Russell, unserem Teamkollegen, aber umso schlechter dann natürlich Max Verstappen. Der hat auch keinen guten Start erwischt, von der 2 durchgereicht auf Platz 6, muss man ja fast schon sagen. Wir holen uns den Sieg von Platz 4 auf Platz 1, 25 Punkte. Sensationell, bringt uns auf Platz 3 oder wir bleiben Dritter. Norris ist Zweiter, nur noch 85 Punkte Rückstand. Also wenn Verstappen weiterhin so fährt und Norris mehr Punkte holt, das könnte auch nochmal knapp werden. Hier sind wir auch nach wie vor Dritter, also voll im Soll. Ein super Rennen, wir haben gewonnen. Halbwegs gutes Qualifying, super Start gehabt, super Rennen. Am Ende dann weggezogen und nochmal vielen Dank an die ganzen Tipps. Das mit ERS hat dann wohl ganz gut geklappt. Ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich ein bisschen schneller unterwegs waren. Weiter geht's. Die Rivalität haben wir natürlich auch sehr, sehr locker und easy gewonnen, wobei George Russell auch ein richtig gutes Rennen gefahren hat. Von 14 hoch auf die 7. Ja, wir kommen da noch näher zusammen. Wir sind schon bei 44% Anerkennung. Simultane Upgrades haben wir jetzt auch mittlerweile ganz gut hinbekommen. Also wir sind da auf Level 2. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es heißt, aber gut. Da sind wir auf jeden Fall auch ein bisschen weiter vorne. Jetzt haben wir hier mal eine Übersicht zur Fahrerwertung. Das muss ich mal kurz durchlesen. Die Fahrerwertungen werden so angeglichen, dass sie ihren realen Gegenstücken entsprechen. Sieh dir die Änderungen an und bestätige sie unten oder lehne sie ab, um ohne aktualisierte Werte fortzufahren. Ja gut, wir haben im Prinzip, gut, Alexander Albon hat einen verloren, Nico Hülkenberg hat einen gewonnen. Was sagen hier die anderen? Das ist ja jetzt nicht so aussagekräftig. Also ich meine, wenn es jetzt nicht so Großartiges gibt. Oh, was ist das hier? Das sind wahrscheinlich die aus der F2 und F3, oder? Nur F2? Ah, hier ist das der Bruder von Charles Leclerc? Wahrscheinlich, ne? Also es werden wahrscheinlich die Fahrer aus der F2 und F3 auch noch mit dazu sein. Naja, ganz vorne Max Verstappen einen verloren. Ich aktualisiere das einfach mal. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich wie ein FIFA Ultimate Team diese Live-Updates oder beziehungsweise wenn du mit den Live-Daten spielst, wenn das Team der Woche draußen ist, wird ja immer geupdatet. Sowas zum Beispiel. So, jetzt haben wir erstmal eine längere Pause, würde ich sagen. Und dann kommt Aserbaidschan. Okay, die ERS-Kühlung, perfekt. Heißt, das hält vielleicht noch ein bisschen länger. Ressourcenpunkte kriegen wir. Strapazierfähigkeitstest. Misslingt leider. Geht zum Neuentwickeln in die FE. Einige neue Entwicklungen erwartet haben, aber einige davon das müssen wir nochmal neu machen. Und zwar der MGUH machen wir. Mitteilen, was neu entwickelt werden soll. Und mehr können wir ja nicht machen. Da sind wir noch auf der 1. Ich schaue das immer gerne mal nach. Da sind wir auch jetzt mittlerweile auf der 1. Sauber ist auf 3.
Red Bull ist weiter unten, das überrascht mich wirklich. McLaren auch, aber die haben uns ja ab und an mal auch eine große Konkurrenz gemacht. So, da sind wir noch in der Mitte. Da haben wir noch ein bisschen was aufzuholen. Und bei der Aerodynamik sind wir auch Dritter. Also, es läuft und es hat sich wirklich gut angefühlt. Also, die Tipps waren echt Gold wert. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir ein bisschen schneller unterwegs waren. Auch gerade am Ende, weil wir halt noch ein bisschen eher als Reserve hatten. Ich muss das mal beobachten. Vielleicht ist das ab dem nächsten Rennen schon wieder total anders. So, jetzt holen wir uns immer hier die Spezialistenziele mal ab. Windkanalingenieur, das ist halt geil. Rang 3, verdoppelt die Wirksamkeit, weniger bezahlen, es ist schneller fertig. Dann machen wir hier 297, dann haben wir auch wieder eine lange Gerade, also da kann man auch wieder 360 Sachen erreichen. Das auf jeden Fall, 336 werden wir locker schaffen. Allein im Training schon. So, dann haben wir hier 300 Schaltvorgänge, gut, dass ich ja automatisch halte, zähle ich da auch nicht mit. Ich mache mal das hier, Reifenverschleiß. Ich glaube, dass das schon sein könnte, dass wir einen hohen Reifenverschleiß haben. Und Rennwochenende, Trainingsprogramm. Wie gesagt, das sind ja alles hinterhergeschmissene zusätzliche Ressourcenpunkte, die wir uns verdienen. Aserbaidschan hat ja so eine tückische Stelle bei dem Schloss. Vielleicht sehen wir das hier in dem Vorschaubild, wo es dann so eine ganz enge Passage gibt, wo man dann hochfährt. Ansonsten ist das eigentlich ein Grand Prix oder auch eine Strecke, die sich gut fahren lässt. Ich glaube, es müsste auch Sektor 2 sein, wo ich so leichte Probleme auch manchmal habe. Aber ansonsten, wie gesagt, Highspeed ohne Ende, auch wieder Sonnenschein, 30 Grad, ach 30 Grad, 30 Minuten. Ich habe Minuten mit Gradzahl verwechselt. Naja, das zum Thema öfter mal Kreide geholt in der Schule. So, wir gucken nochmal hier drauf, weil es liest sich wirklich richtig geil. 195 Punkte, 3. Platz. Ich glaube, wir haben das Beste aus unserem Auto rausgeholt. Ich bedanke mich nochmal für die Tipps. Ich glaube, die waren sehr, sehr wertvoll. Ich werde die weiterhin hoffentlich befolgen. Hoffentlich vergesse ich sie nicht gleich wieder beim nächsten Rennen. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht haben wir wieder ein genauso geiles Rennen. Vielleicht ein bisschen schwieriger. Wenigstens eine Top-5-Platzierung oder das Podium sollte jetzt, glaube ich, immer unser Ziel sein. Und dann gucken wir einfach. Also, macht's gut, bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.